Alter, das ist unglaublich. Guck mal, wie die Straßen jetzt hier gleich aussehen werden. Und das ist natürlich perfekt für eine RS6. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Sonntag 16 Uhr. Espresso fertig. Was für ein Ausblick. Wir sind jetzt 1,5 Tage für Audi unterwegs gewesen. Ich fliege zurück nach Hamburg. Also in ein paar Stunden ist schon wieder grau, Regen, alles. Und wir dürfen nämlich mit den RS6 Performance zum Flughafen fahren. Heute checken wir auch nicht, wie schnell das Auto ist. Das ist der RS6 Performance auch noch. Dass er cool ist, dass er noch schneller ist als der normale RS6 und so weiter. Das weiß ich und ich glaube, das wisst ihr auch alle. Aber mir geht es jetzt darum, wie fährt sich das Auto? Gucken wir mal, wie die Performance auf der Straße ist. Und dann habe ich noch eine fette Überraschung für euch. Auf los geht's, los. Und zwar geht es nicht um den Mercedes Vito, den braucht nämlich Chris, wenn er 2 Tage dreht. Wenn er einen Tag nur dreht, noch nicht mal einen ganzen Tag dreht, hat er das an Utensilien dabei. Hast du es drauf? Ja. Und was für mich heute extrem wichtig ist, ey, wir zahlen hier knapp 200.000 € für ein Kombi. Wie viel Geld verlieren wir dabei? Und lohnt es sich, den Performance zu holen? Oder hole ich den normalen RS6 Avant? Und das finden wir heute gemeinsam raus. Zuerst Kofferraum. Hast du? So, oh. Wie viele Sachen nimmst du mit, sag mal? Was ist hier drin? MacBook. Weißt du, irgendwann vergesse ich auch mal die Hälfte und so. Warum hast du keine zweite GoPro dabei? Ja, das Warum stimmt. haben wir keinen Ton? Das Objektiv ist nicht dabei. Ey, wie geil du mich nachmachen kannst. Was ist hier drin? Das willst du nicht wissen. Ach so, okay, alles klar. Also easy, easy. Gar kein Problem. Boom. Bevor wir losfahren, ey, was sagtest du der Farbe? Tau Silber Matt. Alter, krass. Kommt, Grünstich, Goldstich, der hat einen Perlmuttstich. Der hat alles eigentlich. Der hat alles. Der hat einen Stich. Komm. Ach so, warte, ich starte mal. Hast du? Ja. Wow, Alter, der brüllt hinten raus, obwohl das Auto schon 1000 Otto-Partikelfilter hat gefühlt. Komm, lass fahren. Bevor es mit dem Beitrag weitergeht, habe ich noch einen Tipp für euch, und zwar Schadenpartner24. Hier habe ich auch eine App, das könnt ihr euch runterladen. Und zwar könnt ihr euch dort aussuchen, Schaden melden oder Hotline anrufen. Wenn ihr einen Unfall habt, könnt ihr euch dort melden. Und die Jungs kümmern sich um alles. Anwalt, Gutachter, Mietwagen und die ganze Abwicklung. Und wenn ihr auch noch unverschuldet seid, ist das Ganze kostenlos. Schadenpartner24. Und jetzt geht's weiter mit dem Beitrag. Ab zum Flughafen. Und die Reise mit den RS6 Performance. Ah, mein Koffer hinten. Hörst du das? Mhm. Komm, ich steig aus. Unangenehm. Komm, ich mach das. Du kannst Machst so du sitzen das? bleiben. Ja. Schade. Bevor du wieder mit deinem Gimbal und Bimbel. Ich dachte Gimbal. Gimbal. So, jetzt kann aber die Reise echt losgehen. Weil wenn ein Koffer hinten klappert, ist auch blöd, ne? Mhm. So, jetzt fangen wir an. Wie fühlst du dich im Auto? Das ist ein RS6. Ich fühle mich sehr wohl, weißt du doch. Du liebst das Auto, ne? Ich liebe das Auto, Du liebst tatsächlich, das Auto, das ist unglaublich, das ist unfassbar. Also wir fahren hier den RS6 Performance. Wie geht das überhaupt noch? Denn weil der in Anführungsstrichen normale RS6 ja schon völlig crazy ist eigentlich. Mit 600 PS, 800 Newtonmeter und so weiter. Und dann haben sie jetzt noch mal ein Auto rausgebracht. Von innen ist alles gleich geblieben. Von außen, Karosserie, alles gleich geblieben, bis auf eine Sache, die sich geändert hat. Es sind lediglich nur andere Felgen. Und da kann man sich auch drüber streiten, müssen die Felgen dann schwarz sein oder nicht. Aber die Felgen schauen wir uns gleich genauer an. Ansonsten ist das Auto genauso geblieben wie der normale RS6. Und dann technische Daten natürlich. 30 PS mehr, 50 Newtonmeter mehr und Endgeschwindigkeit auf 305 und 0 auf 200 in 10,5 Sekunden. Das ist krass, das ist echt krass. Was ich innen ein bisschen enttäuschend finde, ist
so langsam. Mein Navi schön groß, großzügig. Heutzutage sind wir natürlich größere Navis gewöhnt. Für mich reicht das aber vollkommen aus. Ich brauche kein größeres Navi, ist einfach so. Mein Head-Up-Display ist auch perfekt, alles. Aber so langsam könnte was Neues kommen. Pianolack hier in der Mitte natürlich extremst empfindlich. Ne? Immer Kratzer und hin und her, das ist einfach so. Das darf man nicht vergessen. Mein Dynamiker-Lenkrad finde ich persönlich extrem cool. Ich finde Dynamik, also Alcantara Lenkräder finde ich allgemein besser. Das einzige Problem ist nur, es wird schnell spackig und es wirkt schnell sehr, sehr alt. Aber da gibt es gute Pflegemittel. Aber es könnte trotzdem für ein RS6 Performance könnte mein Lenkrad wesentlich sportlicher sein. Also griffiger sein, sagen wir mal so. Viel griffiger sein. Ansonsten hier auch die Verarbeitung, die Türverkleidung brauchen wir nicht drüber reden. Da ist Audi einfach Champions League. Das ist einfach so. Auch mein Himmel richtig schön verarbeitet, alles super. Und alleine wenn du Spiegel rausfilmst und diese Kotflügelverbreiterung hinten siehst, da weißt du sofort, okay, alles klar, hier ist kein Spaß. Hier ist kein Spaß. Wir haben den RS6 und zwar den RS6 Performance. So, jetzt sind wir hier auf so eine kurvenreiche Straße und ich muss da sagen, da kommt natürlich mein Performance richtig schön im Spiel. Ne? Das ist echt geil. Das ist natürlich perfekt für den RS6. Es macht richtig Spaß, das Auto hier zu fahren. Wir fahren hier ein Kombi, was schon ganz, ganz nah sportlich an dem Bentley Continental ist. Das darf man nicht vergessen. Ne? Ey, das ist unglaublich, wie geil der fährt. Alter! Boah, mir ist ja als Fahrer gleich schon schlecht. Ist ja nicht schlecht? Ja. Alter! Das ist geil. Weißt du, was ich sehr gerne machen würde? Ich würde verdammt gerne, das habe ich ja in Kanada gemacht mit den normalen Audi RS6, haben wir auch einfach auf der Straße, was ein bisschen abgelegen war, haben wir ein Launch Control probiert. Ja. Und das war schon brachial. Und das würde ich gerne hier auch machen. Okay, das ist unglaublich. So, jetzt machen wir es nochmal. Bremsen und jetzt pumpen. Und Launch Control aktiviert und los geht's. Boah! Alter! Das ist unglaublich! Alter Schwede, ey! Unfassbar, wie schnell das Auto ist. So, und jetzt habe ich eine Überraschung für Chris, weil Chris feiert dieses Auto total, unser Kameramann. Und jetzt darf der fahren, ja? Chris, komm, fahr du jetzt. Fahr du? Ich fahr? Ja. So, Chris. Sollen wir dein Gesicht, dürfen wir dich auch strahlen oder sollen wir dein Gesicht Blackburn? Wir fahren erstmal, dann entscheide ich. Das kannst du nicht machen, auf Sehr gar keinen geil. Fall. Sehr Bist geil. du bereit? Ja, Angeschnallt? ich bin bereit, ja. Okay. Ich bin echt gespannt, aber bleib entspannt, ne? Du weißt. Ja, ich. Ne? Es ist ja echt, du feierst das Auto ja total, ne? Ja, ich feiere das Auto sehr. Wirklich. Aber ich glaube, viele Leute so in meinem Alter, so um die 30 oder auch jünger, feiern das Auto auch sehr. Ja? Ja, oder nicht? Ja, klar, auf jeden Also, Fall. ich meine, gibt es so viele, die das Auto nicht feiern? Ja, es ist, Gibt es Leute, die sagen, RS6 ist scheiße? Es ist und bleibt ein Kombi, ne? Das darfst du nicht vergessen. Gut, klar, wenn du kein Kombi-Fan bist, aber ich bin halt zum Beispiel extremer Kombi-Fan und dann ist das natürlich Nonplusultra. Wird dir schlecht als Beifahrer? Boah, ich bin ja schon so viel gewohnt von Matthias und Niki und so weiter. Hast du die Hose hast du auch? Die habe ich extra eingepackt. Nein, es ist natürlich sehr geil. Geil, ne? Ja. Und die Sitze und so weiter, die finde ich auch gemütlich. Habe ich Massagesitze? Nein. Alter. Für 180.000 Euro. Ich habe Massagesitze. Ich habe in meinem A4 Massagesitze sogar auf dem Beifahrersitz. Echt jetzt? Mhm. Leasing macht's mit. Ja. Ja. Ja, ist schon krass. Ist schon krass. Dein Koffer fliegt da hinten rum. Mein Koffer ist dein Gimbal. Oh. Ja. Aber weißt du, was wir jetzt mal machen? Ja. Du fährst ja jetzt, da kann ich ja mal gucken. Wir gucken uns mal die B&O Musikanlage an, weil die soll wohl gigantisch sein. Und für ca. 181.000 Euro erwarte ich auch, dass meine Musikanlage perfekt ist, oder? Absolut. Jetzt muss ich nur mal gucken,
Guck mal den Blick. Geil. Alter! Was ist das für eine Anlage? Das ist eine 4-Door-Anlage. Man hört eh nichts. Ah ja, okay, das ist die Anlage. Ja, perfekt, okay. Geil. Dein Fazit? Ja, genau wie du dir es wahrscheinlich gedacht hast. Perfekt. Ja? Mega. Und jetzt kommen wir zum Außencheck. Es hat sich zu den normalen RS6 nichts verändert. Lediglich meine Felgen, meine 22 Zoll Felgen sind halt leichter geworden. Du hast auch mega Design, Keramikbremsen, die sind aber extra zu bestellen. Viele mögen es nicht. Ich bin auch nicht so der Keramikbremsen-Fan, weil ich mir einfach sage, Stahlbremsen im Normalverkehr ist einfach viel besser und auch viel günstiger, falls ich die erneuern muss. Keramikbremsen musst du ein versierter Fahrer sein. Da kommst du natürlich an Keramikbremsen nicht vorbei. Ansonsten hat sich nichts verändert. Dieses Auto, was wir jetzt fahren, kostet, so wie es hier steht, ca. 181.000 €. Und mit nichts verändert, natürlich meine ich nur die optische Veränderung von außen, die Karosserie. Natürlich hat sich technisch was verändert. Der hat 30 PS mehr, der hat 50 Newtonmeter mehr. Den normalen RS6 können wir immer noch in Deutschland bestellen. Ich persönlich würde jetzt nur noch auf Performance gehen. Ich feiere auch total die Farbe, dieses Tausilbermatt. Tausilbermatt kostet ca. 7.000 € Aufpreis. Ich persönlich finde 180.000 € für ein Kombi, es ist natürlich extrem viel Geld. Aber wenn wir sehen, wo die Preise hingehen, ich meine, es gibt einen italienischen Anbieter jetzt, der ein SUV für ca. 700.000 € anbietet. Der andere italienische Hersteller, ein großer Italiener, bringt seinen Sportwagen raus. Das kostet schon fast 500.000 €. Die Preise gehen so drastisch nach oben, also sind die 180.000 € auf dem Markt okay. Für ein Kombi natürlich nicht nur leistungstechnisch einer der stärksten der Welt, er ist auch einer der teuersten der Welt. Das darf man nicht vergessen. Und das ist halt ein Auto, was man entweder man gönnt es sich oder man gönnt es sich nicht. Leider sind die Audi RS6 nicht so wertstabil. Das muss man einfach sagen. Mit so 30.000, 40.000 Kilometer, 2, 3 Jahre alt, fallen die extrem runter. Und es werden extrem viele auch angeboten. Ich glaube, ich persönlich, wenn ich mir das Auto kaufen würde, ich würde zu Audi gehen und würde sagen, ich mache einen 3-Jahres-Vertrag, Leasing-Vertrag oder einen 2-Jahres-Vertrag, mache pro Jahr 20.000 Kilometer, das würde mir ausreichen. Dann gebe ich das Auto nach 2 oder 3 Jahren mit 40.000 oder 60.000 Kilometer wieder zurück und dann entscheide ich mich für ein neues Auto. Ich persönlich würde mir das Auto jetzt nicht kaufen, ich würde es bei Audi leasen und wieder zurückgeben. Ich muss sagen, mein Fazit, Audi hat es wieder geschafft, den RS6, diese Ikone, noch mal einen raufzusetzen und trotz die ganzen neuen Richtlinien, Ottopartikel hier, Ottopartikel da, natürlich hört er sich nicht wie ein C7 an, aber trotzdem ist das Auto noch voll mit Emotionen und das Auto packt dich gerade auf diese Straßen mit Kurven und so weiter. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Lasst die Kommentare da, was sagt ihr zu den RS6 Performance? Viele Leute feiern das Auto einfach, aber ich glaube, wenn das Auto 60.000 € günstiger wäre, hätten wir es auch öfter auf der Straße gesehen. So hat es auch seinen Charme, dass man das Auto nicht so oft sieht. In diesem Sinne, schönen Sonntag. Ciao.